Diese krankhafte Obsession mit Israel, dieser fast schon manische Drang, Israel als Kriegstreiber, als Kindermörder, als den Teufel schlechthin darzustellen, hat ein Level erreicht, das so grenzenlos ist und das so perfide ist. Es macht mich so traurig und wütend. Gerade eben um 19 Uhr beim ZDF wurde eine Studie von UNICEF vorgestellt. In dieser Studie sollte es darum gehen, dass 473 Millionen Kinder in der Welt in diesem Jahr unter Kriegen und unter kriegerischen Auseinandersetzungen leiden. 2024 war ein absolutes Katastrophenjahr für Kinder. Demnach leben 473 Millionen Kinder weltweit in Kriegs- und Konfliktgebieten oder wurden aus ihrem Zuhause vertrieben. Ein so wichtiges Thema und eine grauenvolle Zahl, wenn man sich vergegenwärtigt, wie viele Kinder in der Welt unter Kriegen leiden, die unschuldigsten unserer Gesellschaft. Bei diesem so wichtigen Thema hätte man die Chance gehabt, so viele Kriege und Konflikte wie möglich zu benennen. Gerade die Kriege und Konflikte, die bei uns normalerweise überhaupt kein Gehör finden. Schicksale von Kindern, die bei uns in den Nachrichten überhaupt nicht oder kaum vorkommen. Welche Entscheidung trifft aber das ZDF? Das ZDF fällt die Entscheidung in diesem 2-Minuten-Beitrag, nur Gaza zu zeigen. Am Anfang der Reportage wird ein Kind gezeigt, das in einem Krankenhaus in Gaza liegt und es wird nicht genau benannt, was dieses Kind hat. Aber bei dem Rest der Reportage geht es nur darum, Israel Kriegsverbrechen vorzuwerfen. Es wird ein verletzter Mann interviewt, es werden verletzte Erwachsene gezeigt. Und in diesem ganzen Bericht geht es wieder nur darum, Israel als den Aggressor darzustellen und nur über den Konflikt in Gaza zu sprechen. Versteht mich an dieser Stelle nicht falsch, denn ich weiß, dass gerade so ein Thema und so ein Video missbraucht werden kann und manipuliert werden kann und man kann mir die Worte im Mund umdrehen. Es ist eine Tatsache, dass Kinder in Gaza leiden und es ist absolut schrecklich und ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass dieser Krieg und dieser Terror endlich aufhören kann und dass die Kinder in Gaza in Frieden und in Sicherheit aufwachsen können. Aber ich wiederhole es nochmal, das Thema eures Beitrages sollten die Kinder in der Welt sein. 473 Millionen Kinder laut UNICEF. Wie könnt ihr selbst so ein sensibles und wichtiges Thema ausnutzen, das Leid der Kinder in der Welt ausnutzen, um eure Hetze gegen Israel weiter zu verbreiten? Wenn ihr in diesem Beitrag, wo es um alle Kinder dieser Welt gehen sollte, beschließt, nur den Konflikt in Gaza zu zeigen, okay. Warum erwähnt ihr nicht, dass am 7. Oktober die Hamas-Terroristen Kinder in den Kibbuzim wahllos abschlachteten? Warum erwähnt ihr nicht, dass ein 9 Monate altes Kind nach Gaza entführt worden ist, zusammen mit seinem kleinen Bruder und dass immer noch diese Kinder in Gaza gefangen gehalten werden von den Terroristen? Warum erwähnt ihr nicht, dass das UNRWA-Schulsystem die Kinder in Gaza von klein auf dazu erzieht, Märtyrer zu werden und sie dazu animiert, Juden zu töten? Dass das ganze UNRWA-System verfault ist und reinster Kindermissbrauch ist, wenn ihr schon diesen Fokus nur auf diese Region setzt? Warum erwähnt ihr an dieser Stelle, wo doch die Möglichkeit da gewesen wäre, den Krieg im Sudan, wo tausende Kinder leiden? Ein Krieg, der überhaupt nicht in den Nachrichten vorkommt. Oder von mir aus natürlich auch die Kinder in der Ukraine, die seit fast 3 Jahren unter dem Krieg von Russland leiden. Oder so viele andere Konflikte und Kriege. Ich komme zu dem Entschluss, dass das die Journalisten und Reporter und die Redaktionen dort überhaupt nicht interessiert. Aber man kann ja nicht Israel für alle Konflikte und das Leid aller Kinder in der Welt verantwortlich machen. Das wäre wahrscheinlich zu offensichtlich. Also zeigt man doch lieber wieder die Zerstörung und den Krieg in Gaza. Erwähnt natürlich nicht die Hamas. Ich wiederhole es noch einmal. Die Aussage dieses Videos soll nicht sein, dass das Leid der Kinder in Gaza nicht erwähnt werden soll. Ich fühle mit den Kindern in Gaza und ich will, dass das aufhört. Dieses schreckliche Leid muss aufhören. Aber was so ein Bericht macht, ist nicht etwa Aufmerksamkeit auf das Leid der Kinder in Gaza zu lenken. Und es hilft den Kindern in Gaza auch nicht. Das Einzige, was so ein Bericht macht, ist das Feindbild Israel weiterhin zu stärken, den Hass in der Gesellschaft weiterhin zu füttern und ein vollkommen verzerrtes Bild der Gesamtsituation zu schaffen. Ich habe es immer wieder erwähnt und ich bleibe bei meinem Standpunkt, dass die mediale Berichterstattung über Israel und über Gaza in den letzten Monaten vollkommen verantwortungslos gehandelt hat und dazu beigetragen hat, dass der Hass gegenüber Israel mit jedem Bericht wächst.